Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Im Buch Moralische Ambition, wie man aufhört, sein Talent zu vergeuden und etwas schafft, das wirklich zählt, widmet sich Rutger Bregman der bedeutenden Frage, wie Menschen ihre Talente und ihr Potenzial dazu einsetzen können, nicht nur persönlichen Erfolg zu erzielen, sondern auch einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Bregman, bekannt als Historiker und visionärer Autor, knüpft an seine vorherigen Werke an und bietet eine tiefgehende Analyse unserer modernen Werte, die oftmals auf Eigeninteressen und oberflächlichen Erfolgsdefinitionen basieren. Seine These lautet, dass in einer Welt voller Möglichkeiten viel zu viele Menschen auf der Stelle treten und nicht das erreichen, was wirklich sinnvoll wäre, nicht aus Mangel an Fähigkeiten, sondern aus einer fehlgeleiteten Orientierung. Er ermutigt dazu, die Komfortzone zu verlassen und sich der moralischen Ambition zu widmen, einer Lebenskunst, bei der die eigene Karriere im Dienste des Allgemeinwohls steht. Das Buch liefert dabei nicht nur inspirierende Geschichten und Erfahrungen, sondern bietet auch konkrete Handlungsanleitungen, wie jeder Einzelne ein erfüllteres und gesellschaftlich relevanteres Leben führen kann. Bregman stellt grundlegende Fragen und hinterfragt Gesellschaftsnormen mit dem Ziel, den Leser zu motivieren, bestehende Denkweisen aufzubrechen und wirklichen Wandel herbeizuführen. Dieses Werk richtet sich an alle, die sich nach mehr als statusgetriebenem Erfolg sehen und den Wunsch haben, mit ihrer Arbeit einen echten Unterschied zu machen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Was ist moralische Ambition? Das Konzept der moralischen Ambition bildet das Herzstück des Buches. Bregman definiert sie als die bewusste Entscheidung, das eigene Leben und die eigenen Fähigkeiten nicht bloß für persönlichen Profit oder Prestige, sondern für das Allgemeinwohl einzusetzen. Dieses Verständnis setzt voraus, dass Erfolg nicht nur daran gemessen wird, wie viel Geld oder Anerkennung jemand sammelt, sondern welchen Beitrag man tatsächlich zur Verbesserung der Welt leistet. Der Autor unterscheidet klar zwischen persönlicher Ambition und moralischer Ambition. Persönliche Ambition bleibt auf das eigene Fortkommen beschränkt, während moralische Ambition das Gemeinwohl in den Mittelpunkt rückt. Bregman führt verschiedene Beispiele aus der Geschichte und Gegenwart an, in denen Individuen und Gruppen die Entscheidung trafen, sich aktiv für gesellschaftliche Veränderungen zu engagieren. Er fordert dazu auf, sich von üblichen Karrierepaten zu lösen und neue Wege einzuschlagen, bei denen Werte wie Empathie, Verantwortungsbewusstsein und Mut zur Veränderung im Vordergrund stehen. Moralische Ambition verlangt oft, bestehende Systeme kritisch zu hinterfragen und unbequeme, aber notwendige Entscheidungen zu treffen. Zweitens: Selbstreflexion und die Macht des Zweifels. Ein zentrales Thema im Buch ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Bregman argumentiert, dass moralische Ambition mit der ehrlichen Auseinandersetzung mit sich selbst beginnt. Viele Menschen verharren in Routinen und Gewohnheiten, ohne zu hinterfragen, ob ihr Handeln wirklich zu dem beiträgt, was sie als sinnvoll erachten. Indem man Zweifel zulässt und sich kritisch mit den eigenen Zielen und der eigenen Motivation auseinandersetzt, entsteht Raum für Wachstum. Der Autor verdeutlicht, dass Zweifel keine Schwäche ist, sondern ein Motor für Veränderung und Innovation sein kann. Es geht darum, sich von gesellschaftlichen Erwartungen zu lösen, den eigenen Weg zu suchen und sich nicht von Konkurrenzdenken oder Leistungsdruck treiben zu lassen. Selbstreflexion kann helfen, herauszufinden, welche Werte einem wirklich wichtig sind und wie diese in die persönliche Lebensplanung und Karrieregestaltung einfließen können. Bregman gibt dem Leser Werkzeuge an die Hand, wie man regelmäßig innehalten und den eigenen Lebensweg evaluieren kann, um Kurskorrekturen bewusst zu ermöglichen. Drittens: Das Zusammenspiel von Talent und Verantwortung. Bregman betont, dass Talente eine Verpflichtung mit sich bringen. Wer mit besonderen Fähigkeiten gesegnet ist, steht in der Verantwortung, diese nicht ungenutzt zu lassen oder nur für egoistische Ziele einzusetzen. Der Autor geht der Frage nach, wie man die eigenen Talente identifiziert und sinnvoll einsetzt.
Viele Menschen verschwenden ihr Potenzial durch mangelnde Zielstrebigkeit oder indem sie sich in Systemen einfinden, die ihre Fähigkeiten lediglich auf Effizienz und Profit ausrichten. Moralische Ambition bedeutet, Talente dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden, auch wenn dieser Weg mehr Mut und Risikobereitschaft verlangt. Bregman untermauert seine Argumentation mit Beispielen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, in denen Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten bewusst auf materiellen Gewinn verzichteten, um stattdessen an Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu arbeiten. Er möchte den Leser inspirieren, die eigenen Begabungen in den Dienst von Projekten zu stellen, die nachhaltigen Nutzen schaffen. 4. Praktische Wege zu mehr gesellschaftlichem Einfluss. Im Mittelpunkt dieses Abschnitts stehen konkrete Handlungsstrategien, wie Menschen ihre moralische Ambition im Alltag umsetzen können. Bregman liefert praxisnahe Tipps für die Gestaltung eines beruflichen und persönlichen Lebens, das sich an höheren Werten orientiert. Dazu gehört die Wahl von Berufen und Projekten, deren Zielsetzung klar auf gesellschaftlichen Mehrwert ausgerichtet ist, aber auch ehrenamtliches Engagement oder die bewusste Entscheidung, auf bestimmte Annehmlichkeiten zugunsten nachhaltiger Lösungen zu verzichten. Der Autor beschreibt, wie kleine Veränderungen im Arbeitsumfeld oder Privatleben oft große Wirkung entfalten können. Er zeigt Möglichkeiten auf, mit Gleichgesinnten Netzwerke und Bewegungen zu bilden, die den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, und ermutigt dazu, sich nicht von Anfangsschwierigkeiten oder Rückschlägen entmutigen zu lassen. Diese praktischen Ansätze machen das Buch zu einem Leitfaden für all jene, die nicht länger tatenlos zusehen wollen, sondern aktiv mitgestalten möchten. Schließlich die Bedeutung von Scheitern und Durchhaltevermögen. Ein weiteres zentrales Thema von Bregmans Buch ist der konstruktive Umgang mit Misserfolgen. Moralische Ambition erfordert Ausdauer und die Bereitschaft, auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben. Der Autor schildert zahlreiche Beispiele von Menschen, die trotz Rückschlägen weitergemacht und letztlich einen erheblichen gesellschaftlichen Beitrag geleistet haben. Scheitern wird im Buch nicht als Endpunkt betrachtet, sondern als wertvolle Quelle für Lernen und Weiterentwicklung. Bregman plädiert für eine Kultur, in der Fehler nicht stigmatisiert, sondern als unvermeidlicher Teil jedes Veränderungsprozesses akzeptiert werden. Durchhaltevermögen, Resilienz und die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, sind laut Bregman wesentliche Eigenschaften, um wirklichen Wandel zu bewirken. Diese Perspektive motiviert den Leser, sich nicht von Hindernissen entmutigen zu lassen, sondern den eigenen Kurs entschlossen weiterzuverfolgen. Zusammenfassend: Moralische Ambition von Rutger Bregman ist ein Buch, das weit über gängige Ratgeberliteratur hinausgeht. Es richtet sich an alle, die nach Sinn und Einfluss in ihrem Leben suchen. Ganz gleich, ob sie am Anfang ihrer Karriere stehen, sich in einer Umorientierungsphase befinden oder neue Impulse für ihr gesellschaftliches Engagement suchen. Besonders lohnenswert ist das Buch für Menschen, die sich nicht mit einem Leben in der Komfortzone zufrieden geben wollen, sondern einen echten Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten möchten. Ebenso profitieren Führungskräfte, Changemaker, Pädagogen sowie junge Menschen in der Orientierungssuche von Bregmans Impulsen. Das Buch hebt sich deutlich von anderen Werken ab, weil es nicht nur theoretische Modelle liefert, sondern mit konkreten Handlungsanweisungen und einer inspirierenden Moral überzeugt. Bregman verbindet fundierte Recherche mit einer motivierenden Schreibweise, die zum eigenen Handeln anregt. Er macht Mut, sich abseits der gewohnten Pfade zu bewegen und seine Energie für etwas einzusetzen, das wirklich zählt. Wer dieses Buch liest, profitiert von einer veränderten Perspektive auf Erfolg und Lebensgestaltung. Es hilft dabei, die eigenen Prioritäten zu überdenken und klare, wertebasierte Entscheidungen zu treffen. Statt weiterer Ratgeber über Selbstoptimierung liefert Bregman ein Plädoyer für wirksame Veränderung, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Deshalb lohnt es sich, gerade dieses Buch zu kaufen und nicht auf Alternativen zurückzugreifen. Es öffnet Herz und Verstand für die großen Fragen des Menschseins und motiviert, Verantwortung zu übernehmen. Für sich und die Gesellschaft. Wenn Sie unterstützen möchten, Rutger Bregman, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe.
Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.